Was geht ab, Leute? Euer Costa hier und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr es dem Titel schon entnehmen konntet, im heutigen Video geht es endlich um Winterjacken. Ihr wisst, der Winter ist zwar noch nicht angebrochen, aber in den Online-Stores findet man jetzt schon Winterjacken und wenn man da zu lange wartet, sind die coolen Winterjacken meist vergriffen. Deswegen ist es jetzt an der richtigen Zeit, sich eine Winterjacke zu gönnen und ich stelle euch meine Top 5 Winterjacken in diesem Video vor und das Ganze startet wie immer nach einem kurzen Intro. Yeah, coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB. So Leute, vorab möchte ich sagen, dass Winterjacken natürlich immer ein bisschen mehr Geld kosten. Winterjacken sind von der Verarbeitung halt immer ein bisschen aufwendiger, deswegen ist es natürlich jetzt eine Budgetfrage, was für eine Winterjacke ihr euch zulegen möchtet. Es gibt immer teurere Varianten und es gibt auch immer günstigere Alternativen zu diesen teureren Varianten. Und wie gesagt, das ist halt eine Budgetfrage. Ich persönlich finde, dass man bei einer Winterjacke ruhig ein bisschen tiefer in die Tasche greifen kann, weil eine Winterjacke soll ja auch wirklich eine gute Qualität haben. Ihr wollt die ja für die nächsten 10, 20 Jahre haben vielleicht und da lohnt es sich auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld auszugeben. Ich sag mal, die ganzen Jacken, die ich euch heute vorstellen werde, sind eigentlich Jacken, die man wirklich jeden Winter aufs Neue tragen kann. Es sind, ja, ich würde mal sagen, 2 Jacken, die sind so ein bisschen trendorientiert, aber der Rest, das sind wirklich Jacken, die trägt man jeden Winter und deswegen finde ich einfach, dass es sich dort auch lohnt, einfach ein bisschen mehr Geld auszugeben. Das ist auf jeden Fall meine persönliche Meinung. So, und dann wollen wir auch anfangen mit der ersten Jacke und die zählt auf jeden Fall auch zu meinen Lieblingsjacken und zwar ist das die sogenannte Shearling-Jacke. Ich habe hier mal eine am Start. So, das ist so eine sogenannte Shearling-Jacke oder auch Pilotenjacke genannt. Die Variante ist jetzt schwarz auf schwarz. Also das sind immer so Lederjacken mit Fellfütterung in so einem leichten Biker-Style, würde ich mal behaupten. Die hat jetzt hier keinen Gürtel, aber ist dennoch ganz cool. Shearling-Jacken, warum finde ich Shearling-Jacken so geil? Ich finde Shearling-Jacken sind einfach ultra lässig für den Winter, halten übertrieben warm. Die ist jetzt mit echtem Schafsfell gefüttert und ist von außen auch mit echtem Leder. Ist natürlich sehr hochwertig, kostet dann auch ein bisschen mehr. Werde ich euch auf jeden Fall alles unten in der Infobox verlinken. Also die ganzen Jacken, die ich euch zeige, die ganzen Jacken, die ich hier nenne, findet ihr unten in der Infobox. Es gibt natürlich ein paar teurere Alternativen und es gibt auch günstigere Alternativen. Ich habe probiert, für jeden Geldbeutel irgendwas rauszusuchen, deswegen einfach unten die Infobox abchecken und ja, einfach mal durchstöbern. Ja, die Shearling-Jacke finde ich einfach echt cool, weil es eine sehr lässige Jacke ist. Es gibt hier so ein legendäres Bild von Tom Hardy, wo er eine Shearling-Jacke trägt und das ist so für mich das Baba-Bild schlechthin. Sieht einfach super cool aus, kann man theoretisch auch einfach mit einem T-Shirt drunter tragen, weil diese Jacken echt extrem warm sind und deswegen ist das einfach meine Nummer 1 Jacke, die ich euch vorstellen wollte und die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann für den Winter. Und das ist auch, würde ich behaupten, wirklich so eine Evergreen-Jacke, die gibt es schon seit zig Jahren und die ist einfach immer im Trend. Damit macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Die zweite Jacke, die ich euch vorstellen will, ist ein, ja, ich würde mal sagen, so das klassischste Piece, was es überhaupt gibt im Winter. Und zwar ist das der Mantel. Ich trage Mantel. Der Mantel, ja, ist natürlich ein Piece, wo ich theoretisch davon ausgehe, dass jedermann sowas im Kleiderschrank hat. Ich sag mal vor allen Dingen jetzt in einer normalen Farbe, wie jetzt hier der in Schwarz. Ist auf jeden Fall ein Piece, wo ich sage, absolutes Must-Have, weil zu klassischeren Looks oder zu Casual Looks ist so ein Mantel einfach nicht wegzudenken. Ist auch ein absolutes Evergreen, also wie gesagt, der wird niemals aus der Mode kommen, versichere ich euch. Mit einem Mantel macht ihr nichts verkehrt. Gibt es natürlich auch in verschiedenen Preiskategorien. Ich finde, für einen Mantel muss man jetzt nicht unbedingt Unmengen von Geld rausschmeißen. Bei einem Mantel sollte man auf jeden Fall darauf achten. Schwarz, finde ich, ist ein absolutes Must. Beige finde ich persönlich eigentlich auch schön, aber durch diese ganze Bloggerwelle, die in den letzten Jahren so aufkam, wurde dieser beige Mantel einfach sowas von totgetragen, sodass ich ihn einfach mega ungern trage. Aber an sich ist es eigentlich eine schöne Farbe. Das ist jetzt ein normaler Einreiher. Ich finde persönlich aber auch Zweireihermantel super cool. Und was ich euch für diesen Winter empfehlen würde, falls ihr schon einen Standardmantel im Kleiderschrank habt, dann wäre das auf jeden Fall ein Mantel mit Muster. Vielleicht haben einige von euch meinen Mantel vom letzten Jahr gesehen, den ich mir gekauft habe. Und zwar gab es den bei Suit Supply. Das ist so ein Mantel mit Musterung, auch ein Doppelreiher mit Gürtel quasi. Ein absolut brutales Teil, hat gekostet 400 €, gibt es aktuell auch noch zu kaufen, allerdings nicht mehr in vielen Größen. Ich blende euch den mal eben ein. Ist meiner Meinung nach der geilste Mantel, den ich besitze.
Haben auch übertrieben viele Leute schon das letzte Jahr nachgefragt. Natürlich probiere ich euch ein paar ähnliche Alternativen, so wie dieses Teil hier reinzutun. Ja, und auch ähnliche Mäntel wie Mäntel mit kariertem Muster oder sonst was. Also es gibt aktuell super viel zu kaufen. Ich tue euch alles unten in die Infobox packen. Es gibt auf jeden Fall eine Menge zu shoppen. Und ja, ich würde mal sagen, am Ende ist es einfach Geschmackssache, welchen Mantel ihr am coolsten findet. Und deswegen checkt einfach unten mal ab und guckt, was euch am meisten zusagt. So, die nächste Jacke, die ich für euch vorbereitet habe, ist eine Jacke, die eher im sportlichen Bereich zu tragen ist. Und zwar ist das die Daunenjacke. Die Daunenjacke, ja, ich trage sie übertrieben gerne im Winter, finde zu sportlicheren Looks ist es einfach die perfekte Jacke. Weil wenn man jetzt im Winter mal, sag ich mal, eine Jeans trägt mit Sneakern oder irgendwie so eine Jogginghose oder sonst irgendwas, passt die Daunenjacke einfach vom Look her am besten dazu. Weil die ist einfach extrem sportlich, dadurch, dass sie so einen kurzen Fit hat. Ist das einfach die perfekte Jacke zu sportlicheren Looks. Und bei Daunenjacken kann man ja unterscheiden. Es gibt einmal diese Daunenjacken, die etwas dicker sind, diese Puffy Jackets. Und für die Leute, die halt diesen übertriebenen Puffy-Look nicht mögen, also dieses aufgeplusterte, gibt es ja noch Jacken, die halt nicht so dick gefüttert sind. Die sind halt ein bisschen schmaler geschnitten, sehen auch etwas feiner aus. Also auch zu etwas feineren Looks kann man so eine Daunenjacke tragen. Deswegen ist es natürlich eine Geschmackssache. Wenn ihr sagt, ich bin eher so der Typ, der feinere Klamotten feiert, dann würde ich euch natürlich diese Jacke empfehlen. Wenn ihr sagt, ich bin eher so der streetige Typ und mag die sportlicheren Looks, dann würde ich persönlich euch halt die erste Variante empfehlen, die ich gerade vorgestellt habe. Die nächste Jacke ist auch eine Jacke, wo ich sagen würde, das ist eine sehr, sehr klassische Jacke, also die gibt es auch schon seit zig Jahren, und zwar ist das der Parker. Der hält einfach übertrieben warm und vom Look her würde ich sagen, der passt halt eher zu Casual Looks, oder man sieht auch viele Business-Leute, die tragen den über Anzügen, das passt auch noch sehr gut. Der Parker ist wirklich universell einsetzbar, ist eine relativ schlichte Jacke, würde ich sagen. Farbtechnisch, wie gesagt, ich tendiere eher zu dunklen Parkern, ob es jetzt schwarz ist, ob es jetzt so ein Anthrazit, grau ist, wie auch immer, finde ich alles sehr, sehr schön. Was ihr auf jeden Fall beachten solltet, holt euch eine Jacke mit Kunstfell, sieht eher alles gleich aus. Achtet darauf, dass die Fütterung von dem Parker ein bisschen dicker ist. Bei der Länge des Parkers achtet einfach darauf, dass der am besten so bis zu der Mitte der Oberschenkel geht, nicht länger, weil das sieht dann irgendwann nicht mehr cool aus, also proportional. Und ja, checkt auf jeden Fall die Infobox ab, denn ich habe ein paar coole Parker für euch rausgesucht und ja, da ist sicherlich für den einen oder anderen von euch was am Start. So, die nächste und letzte Jacke ist eine Jacke, die ist, würde ich sagen, im letzten Jahr und auch schon in dem Jahr davor relativ stark in den Trend gekommen. Ich finde sie übertrieben cool, aber es ist so eine Jacke, wo ich mir denke, in ein paar Jahren wird die auf jeden Fall nicht mehr im Trend sein. Aber aktuell ist sie super im Trend. Man findet in den Online-Stores super viel, also super viel verschiedene Sachen. Und zwar ist das die Teddyjacke. Ich habe eine Teddyjacke dabei. Ich werde die auch mal eben anziehen. So, und zwar ist das diese Teddyjacke. Die habe ich letztes Jahr bei Zara gekauft. Ich blende euch mal eben ein Bild ein, was ich da letztes Jahr gepostet habe. Da haben einfach übertrieben viele Leute nach dieser Jacke gefragt. Die war aber super schnell vergriffen. Ich habe für dieses Video auf jeden Fall ein paar sehr, sehr coole Pieces unten in die Infobox gepackt, weil es in diesem Winter einfach noch viel mehr Teddyjacken gibt, als es das letzte Jahr gab. Was ich zu dieser Jacke sagen muss, ist, die ist extrem auffällig. Ich finde, das ist jetzt keine Jacke, die man jeden Tag rocken kann. Aber es gibt auch viele schlichtere Teddyjacken mittlerweile, auch in schwarz und so. Und das sind wirklich auch Jacken, wo ich sage, die kann man im Alltag easy tragen. Weil das ist jetzt eine Jacke, sage ich jetzt mal, wenn man damit ins Büro kommen würde, das finde ich, würde jetzt nicht unbedingt passen. Deswegen für die Freizeit ganz cool, für Business Looks oder so ist das auf jeden Fall keine passende Jacke. Aber es gibt, wie gesagt, schlichtere Teddyjacken, die ich euch unten in der Infobox verlinkt habe. Die kann man auch im Alltag super easy tragen. Aber im Allgemeinen finde ich einfach, dass die Teddyjacke ein absolut cooles Piece ist. Super stylisch und ja, auf jeden Fall eine Empfehlung, als Trendempfehlung, sage ich jetzt mal, für diesen Winter. Legt euch sowas zu. Ich finde es wirklich sehr geil. Persönlich würde ich jetzt nicht zu viel Geld dafür ausgeben, weil ich denke einfach, dass man sowas in ein paar Jahren eventuell nicht mehr trägt oder man es nicht mehr so schön findet. Das ist ja immer so eine Sache des Empfindens irgendwie. Und ich kann mir halt vorstellen, dass ich in ein paar Jahren sage, boah, warum hast du das getragen? Aber so aktuell finde ich es ganz geil. Und deswegen würde ich euch auf jeden Fall so eine Jacke empfehlen. Einfach die Infobox abchecken und da werdet ihr sicherlich irgendwas Cooles für euch finden. So Leute, bevor das Video zu Ende ist, möchte ich noch eine Sache verlosen. Und zwar habe ich hier im Büro heute noch diese coole Jacke gefunden. Und zwar ist die von United Colors of Benetton. Die hat ja so einen Fellkragen, der allerdings abnehmbar ist, also ist Geschmackssache. Die hat so eine
ja, so eine Innenweste, sage ich jetzt mal, so eine Polyesterfütterung. Die kann man auch nochmal rausnehmen und dahinter ist nochmal eine Polyesterfütterung. Also es ist schon eine Jacke für den Winter, ist kariert, weiß-schwarz und hat noch so ein rotes Highlight da drin. Ist in der Größe 48 und ich würde behaupten, das passt so ja, jedem auf jeden Fall, der S und M trägt und eventuell noch Leuten, die L tragen und vielleicht ein bisschen schmaler sind, würde das auch noch passen. Also, diese Jacke würde ich sehr, sehr gerne verlosen und alles, was ihr dafür machen müsst, ist dieses Video kommentieren und meinem Kanal folgen, wer es noch nicht macht. Falls ihr Freunde habt, die eventuell so eine Jacke haben wollen, markiert diese unter diesem Video oder sagt denen Bescheid. Den Gewinner werde ich nächste Woche, Ende nächster Woche irgendwann verkünden in einem Video. Es wird auf jeden Fall einen glücklichen Gewinner von euch geben. So Leute, dann hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben konnte und hoffentlich hilfreiche Tipps geben konnte für euren Winterjackenkauf. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für eine Winterjacke ihr euch kaufen möchtet oder gekauft habt. Schickt mir gerne bei Instagram Direct Messages. Mein Instagram blende ich euch hier nochmal ein. Schickt mir auf jeden Fall Bilder von euren Winterjacken. Eventuell mache ich auch nochmal ein Video mit Community-Outfits oder sonstigem. Deswegen, das würde mich auf jeden Fall freuen. Supportet den Kanal und bleibt auf jeden Fall dran und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.